Shalom. Alles? Shalom. It is a thrill for me to be here. Für mich ist es total begeisternd, wieder hier zu sein. But Pastor Jobs, come on back up here for a second. Jobs, würdest du bitte mal nochmal nach And vorne Charlotte, kommen? come on up Und here. Charlotte auch? And Barry, come on Und up auch here. Barry, bitte. I want you to meet my beautiful wife, Bitte. Dr. Barry Seif. Trefft doch einfach, lernt meine wunderbare Frau Dr. Barry Seif kennen. Jobs, I'd like to give you a gift. Jobs, ich möchte dir gerne was überreichen. And I think that you're a special man. Und ich glaube, dass du ein ganz besonderer Mann bist. And this is a very special ministry. Und es ist ein sehr besonderer Dienst. And this is a very special book Und es ist auch ein sehr besonderes Buch. that I think you'd appreciate. Und ich glaube, dass du es zu schätzen weißt. This is a Bible conference. Das ist ja eine Bibelkonferenz hier. And this is a Bible. Und das ist eine Bibel. I knew you'd love it. But this is a special Bible. Aber das ist jetzt nicht nur irgendeine Bibel, sondern eine ganz besondere. I had the opportunity to serve as a project manager for a new Bible translation. Ich hatte das Vorrecht, als Projektmanager für eine neue Bibelübersetzung arbeiten zu können. That was just released in January of 2017 in America. Und in Amerika kam das im Januar 2017 raus, also ist ganz frisch noch. With a major publisher in English Bibles. Und war in einem großen Bibelverlag, der normalerweise eben englische Bibeln rausbringt, ist das veröffentlicht worden. What's unique about this translation? Aber was an dieser Übersetzung so besonders ist, That I had the opportunity to put together und ich durfte das zusammenstellen, with 70 people, zusammen in einem Team von 70 Leuten, is that the scholars are Messianic Jews. dass alle, die daran gearbeitet haben, messianische Juden sind. Jewish people who came to faith in Jesus, Juden, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, went to university and studied, dann an die Uni gegangen sind, studiert haben and by virtue of their so doing can work on a translation. und weil sie das getan haben, sie auch wirklich geeignet sind, eine solche Übersetzung durchzuführen. This was most of the team, Und das waren die meisten in dem Team. but the others were constituted by people who were not Jewish. Aber die anderen in dem Team setzten sich aus Leuten zusammen, die nicht selber jüdisch waren. They were Gentile Christians who fell in love with Jews, Das waren nicht jüdische Gläubige, die sich aber in Juden verliebt hatten. and they Sozusagen. went to Jewish universities to get PhDs in Jewish studies. Und die sind dann an jüdische Universitäten gegangen, um dort ihre Doktortitel in Judaistik zu machen. So everybody who worked on this loved Jews, Also jeder, der in dieser Übersetzung mitgearbeitet hat, die lieben alle das jüdische Volk. and they loved Jesus. Und sie lieben Jesus. So I figured you'd like this. Und deswegen habe ich gedacht, dir gefällt das vielleicht auch. But there's something else too. Aber da gibt es auch noch was. All the artwork in it, Alle die Kunstwerke, die da drin abgebildet it sind, actually makes all the characters look like Jews. da sehen sogar die Buchstaben dann aus wie Juden. Und die Charaktere, die Figuren, die sind dargestellt wie Juden. You know, all the Christian art forgot that Jesus was Jewish. Weil in der ganzen christlichen Kunst scheinen die Leute immer vergessen zu haben, dass Jesus ein Jude war. All the Christian church forgot that the Jesus story was Jewish. Die ganze christliche Gemeinde hat vergessen, dass die Geschichte von Jesus eine jüdische Geschichte war. But we wanted to restore it in all of the art. Aber wir wollten in all den Bildern und Kunstwerken da drin, And there's beautiful art in here. und da sind wunderbare Bilder drin, There's beautiful text in here. wunderbare Texte, There's beautiful people in wunderbare here. Leute hier überall. And there's beautiful people right there. Und genau hier auch Wanted noch to give it to wunderbare you, my Leute. friend. Passt Thank alles you, brother. zusammen. Bless you. Thank you. Sure. Thank you. Bless you. Sure. Yeah. I'm 61 years old. Ich bin 61. When I was 16 years old, Als ich 16 war, I ran away from home. bin ich von zu Hause weggelaufen. I didn't start college till I was 26. Und ich habe mit meinem College erst angefangen, als ich 26 war. I flunked out of high school. Ich bin aus der High School rausgeflogen. I never thought I'd be a college professor. Ich habe nie gedacht, dass ich selber mal Professor in einem College werden würde. I accepted Jesus and started reading the Bible. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. I never thought I'd be the project manager of a biblical translation. Und da habe ich mir nicht träumen lassen, dass ich jemals der Projektmanager von einer neuen Bibelübersetzung werden würde. How does that happen? Wie passiert sowas? And I never thought I'd run into people like you. Und dann hätte ich mir noch viel weniger vorstellen können, dass ich Leute wie euch mal begegne.
My mother ran away from Germany. Meine Mutter ist aus Deutschland geflohen. She was trying to get away from Germans. Sie hat versucht, alles Deutsche zu vermeiden. My father's family came over before the war. Die Familie meines Vaters war schon vor dem Krieg gekommen. I never thought there'd be a place like this. Ich hätte nie gedacht, dass es einen Ort wie den geben könnte. I just didn't know. People experience Jesus and Jesus changes people's hearts, yes? Wisst ihr, Leute erleben Jesus und Jesus verändert das Herz von Menschen. Ja, das sind wir uns einig. He helps Jewish people discover Jesus. Er hilft Juden, Jesus zu entdecken. He helps Jesus people discover Jews. Und er hilft den Jesus-Leuten, dass sie Juden entdecken. This is the thing that amazes me. Und das ist für mich jedes Mal total überwältigend. You hear Christian preachers preach. Dann hört man christliche Prediger, die so predigen. And they go, look, you know, we read the Bible. Und die sagen, guck mal, wir lesen die Bibel. And I read the Old Und dann Testament. lese ich das Alte Testament. I can't understand why Jews can't see Jesus in the Old Testament. Und ich verstehe einfach nicht, warum Juden einfach Jesus im Alten Testament nicht erkennen können. It doesn't make sense to me. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Well, it makes sense to me. Naja, für mich schon. It's kind of hard to understand. Ein bisschen schwierig zu verstehen. It doesn't surprise me that Jews read the Bible and can't see Jesus. Es ist für mich keine Überraschung, dass Juden die Bibel lesen und Jesus dabei nicht erkennen. What surprises me is that Jesus people read the Bible and can't see the Jews. Was mich viel mehr überrascht, ist, dass die Jesus-Leute die Bibel lesen und dann keine Juden drin sehen können. I don't get that. Also das verstehe ich nicht. But listen, you know, I'm 61, maybe I'll know by 62. Also wisst ihr, naja, ich bin ja jetzt erst 61, vielleicht weiß ich es dann mit 62. But let me get to my notes. Aber um jetzt mal mich meinen Notizen zuzuwenden. I got an email here from a guy named Jobst Bittner. Ich habe so ein E-Mail bekommen von dem Typ, der heißt Jobst Bittner. Does the name sound familiar to Klingt anyone? es irgendwie bekannt für irgendwen? Okay, so you heard of the guy. Also ihr habt von ihm gehört, ja? This is good, you know. Der ist gut, ja. And he said, listen, come and talk on Israel is chosen. Und er schrieb mir, ja, weißt du, wenn du kommst, dann sprich doch darüber, dass Israel erwählt ist. Now, I was a little embarrassed to do that. Und das war mir so ein bisschen peinlich, das zu machen. To me, it seemed a little weird. Für mich habe ich zuerst gedacht, das ist ein bisschen seltsam. I'm going to do it. Also klar, ich werde es machen. And I'm happy to do it. Und ich mache es auch gerne. But, you know, Tübingen was a place Aber ausgerechnet Tübingen war ja der Ort, where there used to be strange theories about Aryan chosen peoplehood. wo sie ganz seltsame Theorien darüber hatten, dass die Arier irgendwie so erwählt wären. Superior race. Das irgendwie die überlegene Rasse. You know, this was the genesis of a lot of that. Also hier war der Geburtsort von ganz viel davon. Not just Germany, but Tübingen. Also nicht nur irgendwo in Deutschland, sondern hier in Tübingen. That gave a kind of intellectual credence to the Germans, superior people. Und das hat so wie eine intellektuelle Glaubwürdigkeit verschaffen sollen, der Tatsache, dass die Deutschen ja doch irgendwie überlegen werden. So Jobst is making me come here. Und jetzt will Jobst von mir, dass ich hierher komme. And my title is, you're not the superior people, I am. Und ich soll sagen, ja, ihr seid nicht die Überlegenen, sondern ich bin es. It's not you, it's me. Also ihr seid gar nicht ihr, ich bin es. You know, it just seemed kind of odd. Also für mich war das so ein ganz bisschen seltsam. And I'm even embarrassed personally by the title chosen people. Und also für mich persönlich ist auch die Bezeichnung erwähltes Volk manchmal ein bisschen peinlich. What does that even mean? Was bedeutet das? Does it mean that, you know, the Jews are the chosen people? Ja, die Juden sind das erwählte Volk. Does it mean better than other people? Heißt es, dass sie besser sind als andere? We're the chosen people. Ja, wir sind das erwählte You're Volk. nothing. Ah, ne, ihr seid gar nichts. What does that even mean? Nein, was heißt es denn wirklich? What I want to do is put some biblical eyes on it. Und was ich jetzt machen möchte, ist mal durch die biblische Linse da drauf And gucken. I want to look at it conceptually through the eyes of a rabbi. Und ich möchte auch so von der Herangehensweise durch die Augen eines Rabbiners mir das Ganze mal anschauen. His name was Paul. Und sein Name war Paulus. Some people call him Saint Paul. Manche nennen ihn den heiligen Paulus Some people call him Brother Paul. oder den Bruder Paulus. I like Rabbi Paul Also mir gefällt die Bezeichnung der Rabbi Paul, because he gives his own autobiography in the literature. weil er seine eigene Autobiografie hier in der Bibel hat. He did more writing than anybody else. Der hat mehr geschrieben als sonst irgendwer.
And he was a member of the Parushim, a Pharisee. Und er war ein Teil der Pharisäer. He was a rabbi. Er war ein Rabbiner. I think it's great that the world's most famous Christian Und ich denke, es ist eine super Tatsache, dass der berühmteste Christ der ganzen Welt was a rabbi. ausgerechnet ein Rabbi war. I like that. Das gefällt mir. It's kind of weird, but it's true. Es ist ein bisschen seltsam, aber es stimmt It's einfach. just a fact. Es ist einfach eine Tatsache. And what I wanted to do was look through his eyes. Und was ich gerne machen möchte, ist, dass wir einfach mal mit seinen Augen uns das Ganze anschauen. And I want to go to the book of Romans. Und dann möchte ich mir vor allem Römer anschauen. I was tempted to go to Romans chapter 10. Also so anfangs war ich versucht, mir Römer 10 anzugucken. And I really wanted to do it Und das wollte ich auch wirklich machen, because my wife wrote her doctoral dissertation on Romans chapter 10. weil meine Frau ihre Doktorarbeit über Römer 10 geschrieben hat. But the Lord led me to chapter 9. Aber irgendwie hat er mich dann umgelenkt auf Kapitel 9. We'll fight later. Also wir tragen das später aus. But what I wanted to do was see if I can climb into this rabbi's world Aber was ich jetzt versuchen möchte, ist in die Welt dieses Rabbis wie einzusteigen and hear about his heart und sein Herz zu hören, to the extent he makes his heart known. soweit er sein Herz eben in den Schriften offenbart. And I want to see how he looks at Jews. Und ich möchte mir anschauen, wie er die Juden betrachtet. Now, I chose Romans because I'm interested in Romans Und ich habe mich für Römer entschieden, weil ich mich selber sehr für Römer interessiere. and because I'm interested in Martin Luther, Und weil ich mich eben auch für Martin Luther interessiere, who claimed himself to be an expert on Romans. der eben behauptet hat, er wäre ein Experte, was den Römerbrief anbelangt. In all due respect, I'm not a great fan of Martin Luther. Also und bei allem Respekt, ich bin jetzt kein besonderer Fan von Luther. I don't think a man can hate Jews and understand Romans. Ich glaube nicht, dass jemand die Juden hassen kann und gleichzeitig wirklich den Römerbrief verstehen kann. If you look in Romans chapter 9, Und wenn man sich dann mal Römer 9 anschaut, please, verse 1. bitte in Vers 1, Paul says, I tell you the truth in Messiah, I do not lie. da sagt er, ich sage die Wahrheit im Messias und ich lüge nicht. You know, he's being very effusive, very emotional here. Und da ist er wirklich sehr emotional, ja, er kommt sehr intensiv rüber. I'm not lying. Hey, ich lüge nicht. My conscience is assuring me in the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, Und wie mir mein Gewissen bezeugt im Ruach HaKodesh, im Heiligen Geist, that my sorrow is great and the anguish in my heart is unending. dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. For I would pray that I myself were cursed, banished from Messiah for the sake of my people. Ich selber wünschte, verflucht und vom Messias getrennt zu sein für meine Brüder, My own flesh and blood. die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. See, this man was no Martin Luther. This man loved Jews. Also dieser Mann hier, der war kein Martin Luther, der liebte die Juden. My own flesh and blood, who were Israelites. Mein eigenes Fleisch und Blut, die Israeliten sind, To them belong the adoption denen die Kindschaft gehört and the glory und die Herrlichkeit and the covenants und der Bund and the giving of the Torah und das Gesetz, die Torah and the temple services und der Gottesdienst and the promises. und die Verheißungen. That's the verse that I'm interested in. Und das ist der Vers, der mich vor allem interessiert. What is this man's opinion of Jews? Was denkt dieser Mann über Juden? And whatever his opinions of Jews are, Und was immer er über Juden I denkt, think this should be the church's opinion of Jews. ich glaube, dass das durchaus auch die Meinung der Gemeinde, der Kirche sein müsste, die sie über Juden haben. You can drive down the street, there's St. Paul's Catholic Church. Du kannst irgendwo eine Straße entlang fahren und dann hast du St. Paulus Heilige Katholische Kirche, St. Paul's Lutheran Church, St. Paulus Evangelische Kirche St. Paul's Episcopal Church. und dann gibt es auch noch Heiliger Paulus Episkopale Kirche. But they support the destruction of Jews. Und sie unterstützen die Zerstörung der Juden. There's no heart, there's no desire, there's no love for Jewish. Da gibt es kein Herz, keine Leidenschaft, keine Sehnsucht, irgendwo was Jüdisches aufzunehmen. They claim to have Paul's heart. Sie behaupten, das Herz von Paulus zu They haben. don't have Paul's heart, they don't have Paul's mind. Sie haben aber gar nicht sein Herz und schon gar nicht seinen Sinn. And they think that those of us that do are in a cult. Und sie glauben, dass alle die von uns, die das tun, eigentlich in der Sekte sind. Because we think maybe Paul actually says what he means. Weil wir nämlich glauben, dass Paulus vielleicht sogar das meint, was er hier schreibt. The question that I want to explore with you this morning, Aber die Frage, die ich mir heute Morgen eben besonders anschauen möchte, what does it mean when he says that these Israelites
ist, was bedeutet es eigentlich, wenn er sagt, dass sie Israeliten sind? To them belong adoption, Denen die Kindschaft, glory, die Herrlichkeit, covenants, der Bund the giving of the Torah, und das Gesetz, die Torah, the temple service, der Gottesdienst and the promises. und die Verheißungen gehören. Now, I'll begin with the promises first, Und lasst mich mal einfach mit den Verheißungen beginnen. because that's the easiest one at one level, Weil auf einer Seite ist das Einfachste, and it's the hardest one on the other. aber auf der anderen Seite ist es auch genauso der schwerste Punkt. Professor W.D. Davies at Duke University in America Der Professor W.D. Davis aus der Duke University in Amerika says that when we open up the Bible, hat gesagt, dass wenn wir die Bibel öffnen, we need to realize there's a territorial dimension to it. wir verstehen müssen, dass es da durchaus eine territoriale Dimension gibt. The Christian is told in the New Testament Weil den Christen wird im Neuen Testament gesagt, that we will die dass wir sterben werden and that our commonwealth is in heaven and from it we await a Savior. und dass unsere Herrschaft, unser Bereich im Himmel sein wird und von dort erwarten wir den Retter. The Christian is told that the promises in the New Testament are on the other side of the grave. Den Christen wird also im Neuen Bund gesagt, im Neuen Testament, dass die Verheißungen sozusagen alle jenseits des Grabes warten. In the Old Testament, the Jews are not told that the promise is on the other side of the grave. Aber den Juden im Alten Testament wird nicht gesagt, dass ihre Verheißungen erst jenseits des Grabes liegen, In the Old Testament, the promises are on this side of the grave. sondern im Alten Testament sind die Verheißungen auf dieser Seite des Grabes. And it's very specific with real estate, with land. Und das ist sehr spezifisch, sehr praktisch, weil es mit Land, mit Grund und Boden zu tun hat. God says, I've given you this land Gott sagt, ich habe euch das Land gegeben. from here to there. Von hier bis da. And it belongs to you and your ancestors in perpetuity forever. Und es gehört euch und euren Nachkommen bis in alle Ewigkeit. That doesn't make sense to some that don't operate within that world. Und wenn jemand nicht in diesen Kategorien denkt, dann macht es für den überhaupt keinen Sinn. There's promises to the Jew. That's why Israel is called the promised land. Und da gibt es Verheißungen für die Juden und deswegen heißt Israel eben auch das verheißene Land. Arguably, Israel was Eden. Und man geht davon aus, dass Israel das Land Eden war. If you look at the book Bereshit or Genesis, Und wenn man sich Bereshit oder eben 1. Mose anschaut, you have the Garden of Eden. da finden wir den Garten Eden. It's called paradise. Man nennt es auch das Paradies. The word paradise comes from a Latin word meaning enclosed garden. Und das Wort Paradies kommt von einem lateinischen Wort, das bedeutet ein eingeschlossener oder ummauerter Garten. And the garden is connected to 4 rivers. Und dieser Garten, der ist mit 4 Flüssen verbunden. It's right there at the fountain of those 4 rivers. Und der Garten liegt direkt bei der Quelle von diesen 4 Flüssen. And Adam and Chava are placed there in the garden. Und Adam und Eva, die wurden direkt in diesen Garten hineingesetzt. Sin makes its entrance into the world. Sünde kommt in die Welt. The couple becomes defiled. Und dieses Paar, die werden unrein. And they're kicked out of Eden. Und dann werden sie aus Eden vertrieben. People raise the question, where was Eden? Und dann fragen die Leute, ja, wo war denn dieses Eden jetzt? Adam and Chava are kicked out of the Eden, they go east. Und als Adam und Eva aus Eden vertrieben werden, gehen sie nach Osten. Where was Eden? Aber wo war dieses Eden? Now, if you look at the globe, Wenn man sich jetzt mal so den Erdball anguckt, den Globus, and if you have it on a flat piece of paper, oder wenn man es dann mal auf eine Karte flach macht, and you look at these continents, und man sieht sich die ganzen Kontinente an, they're like puzzle pieces. dann sind sie wie Puzzlestücke eigentlich. You look at these continents, you can see how they drifted apart. It was landmass that broke up and lifted apart. Also wenn man sich schon mal die Landmasse der Kontinente anguckt, sieht man, wie die zusammenpassen und wie sie dann irgendwann zerbrochen sind und auseinandergetrieben sind. As plates are moving, Und so wie sich die Erdplatten bewegen, if you look at these rivers that are noted in Genesis, wenn man sich dann die Flüsse anguckt, die da in 1. Mose beschrieben werden, the Tigris and Euphrates are noted explicitly. also Tigris und Euphrat werden ja ganz explizit erwähnt. And then you have the other great rivers over there. You have the Nile, for example. Und dann gibt es die anderen großen Flüsse, zum Beispiel den Nil da unten. As the world breaks apart, Und so wie die Welt dann auseinanderbricht, they separate. da trennen sie sich. Guess what real estate is right there between those rivers? Und jetzt rate mal, welches Stückchen Land sich genau zwischen diesen Flüssen befindet. The land of Israel. Das ist das Land Israel. There's a fascinating story. Adam and Chava, Adam and Eve are kicked out. Also es gibt eine interessante Geschichte, als Adam und Eva eben vertrieben werden. But then when you get to the book
Bereshit chapter 12, Und wenn man dann Bereshit 12 anschaut, also 1. Mose there's 12, a story about this man Avram. da gibt es die Geschichte von Avram. There's something within his heart that beckons him to go back. Da ist irgendwas in seinem Herzen und es zieht ihn irgendwie wieder zurück. Something about a promised land. Da ist irgendwas über einen verheißenen Land. Something about a place where God will dwell. Irgendwo ein Ort, wo Gott wohnen Where the wird, world will be wo restored. die Welt wiederhergestellt wird. And if you look at the tabernacle Und wenn man sich dann das Tabernakel anschaut, that was built in the wilderness, das in der Wüste aufgebaut wurde, it's a place to house the divine. das ist der Ort, wo das Göttliche wohnt. Take it back to Israel. Nimm das zurück nach Israel, bring's wieder nach Israel. The Christian isn't used to working with this way of thinking. Und Christen sind normalerweise nicht so dran gewohnt, in diesen Kategorien Where zu there's a denken. promised land going back to the earth, going back to the place and starting over. Wo es irgendwo ein verheißenes Land gibt, irgendwo etwas, wo man zurückgehen kann und nochmal von vorne anfangen kann. I'd like you to explore with me some of the other aspects here in Romans chapter 9. Und bitte schaut euch doch zusammen mit mir nochmal ein paar andere der Aspekte aus Römer 9 an. And I want to consider with you, who are the Jews according to Paul? Und deswegen möchte ich mal die Frage beleuchten, wer sind denn die Juden, nach dem, was Paulus hier sagt? What's really going on here? Was ist hier eigentlich los? I'd like you to look with me in verse 4. Bitte schaut euch doch zusammen mit mir mal den Vers 4 And it an. says, to the Hebrews, to the Israelites belong adoption. Und dann, also den Hebräern, den Israeliten, gehört die Kindschaft, die Adoption, Sonship. die Sohnschaft. Where does this come from? Wo kommt das I'd her? like you to go with me in your Bibles, please, to the Hebrew book Shemot or Exodus. Bitte schlagt doch mal zusammen dafür mit mir Schmott auf, das ist der 2. Mose, And I'd like to go to Exodus chapter 4. und zwar 2. Mose 4 And I'd like to look in verse 22. und dann Vers 22. Here, Moshe Rabbeinu, Moses, is contending with Pharaoh. Und da hat Moses eben einen Zwiespalt, einen Kampf mit Pharao. He's beckoned to go back and challenge him. Und der Herr befiehlt ihm, geh zurück und fordere ihn heraus. And if you look in chapter 4, verse 22, this is what he is to say. Und wenn wir uns dann hier Vers 22 in Kapitel 4 anschauen, sagt Gott, was er ihm sagen soll. You are to say to Pharaoh, Und du sollst zu ihm, zum Pharao sagen, this is what Adonai says, this is what the Lord says. so spricht Adonai, so spricht der Herr. Israel is my son, Israel ist mein Sohn, my firstborn. mein erstgeborener Sohn. It's an interesting saying. Und das ist eigentlich eine interessante Ausdrucksweise. This is my child. Das ist mein Kind. You tell Pharaoh. Du sollst dem Pharao And by sagen. the way, Pharaoh, it's not like his first name was Pharaoh. Und der Pharao, also das war jetzt nicht sein Vorname, ja? It's a dynasty name. Sondern das ist der Name einer ganzen Dynastie. It's like talking about French kings and talking about Louis. Which one? Und das ist wie wenn man über französische Könige spricht und man sagt, Ludwig. Ja, bitte, welcher denn? You know, there's different pharaohs. Es gibt also ganz verschiedene Pharaonen. But Moses, you're to go tell that guy. Und Gott sagt zu ihm, Mose, geh und erklär diesem Typ, This people, that's my son you're messing with. dieses Volk, das ist mein Sohn, dem du da im Weg stehst. See, if you look at Paul relative to the Jews, he says there's sonship there. God has adopted this people, this group. Und wenn wir wieder uns erinnern, was bei Paulus steht, da steht Kindschaft, Adoption. Gott hat diese Gruppe von Leuten ganz speziell ausgesucht. I'd like you to go to chapter 40, please. Und dann schlagt man mit mir Kapitel 40 And I'm auf. interested in verse 34. Und dann wollen wir uns besonders Vers 34 angucken. 44. If you will, please go with me to Romans. I want to read it. It says, to them belong the adoption Also gut, gehen wir nochmal zuerst nach Römer. Ihnen gehört die Kindschaft and the glory. und die Herrlichkeit. I want to talk about the glory. Also über diese Herrlichkeit möchte ich sprechen. Paul says, I love the Hebrew people. Paulus sagt, ich liebe die Hebräer. Now, there's a problem here. They don't understand Jesus. Ja, da gibt es ein Problem. Sie haben Jesus noch nicht erkannt. Of course, when Paul writes this letter, it's only a few decades after Jesus. Und natürlich, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, das war nur ein paar Jahrzehnte, nachdem Jesus gelebt The hatte. world doesn't understand Jesus. Die Welt hat noch kein Verständnis von Jesus. It's a very small group. Und das ist eine ganz kleine Gruppe da. Paul says, yeah, then the Jews,
not everybody quite gets it yet. Und Paulus sagt ja, die Juden, also die haben das noch nicht alle wirklich verstanden. But don't be hating those Jews because they don't get it. Aber hasst doch die Juden nicht deswegen, weil sie es nicht verstanden haben. They don't get the new story, but they got this older stuff. Sie haben die neue Geschichte noch nicht wirklich verstanden, aber die haben dieses alte Zeugs hier. Treat them with respect. Behandelt sie mit Respekt. They're like sons of God. Sie sind die Söhne Gottes. And to them belong the glory. Und ihnen gehört die Herrlichkeit. Now, right before I came up here Und gerade bevor ich hier nach vorne gekommen bin, with Tina, zusammen mit Tina, I believe it was Jobst, ich glaube, da war es Jobs, who said something about the presence of the Lord in der this place. irgendwas gesagt hat von der Herrlichkeit Gottes, die an diesem Ort ist. We talk about the presence of the Lord. Wir sprechen von der Gegenwart Gottes. What does Paul mean when he speaks of the Hebrews and says, to them belong the glory? Was meint Paulus aber, wenn er von den Hebräern, von den Israeliten spricht und sagt, ihnen gehört die Herrlichkeit? If you look in chapter 40, Wenn man sich jetzt Kapitel 40 von 2. Mose anschaut, verse 34, Vers 34, we're told, then the cloud covered the tent of meeting, da lesen wir, da bedeckte die Wolke die Stifthütte and the glory of Adonai filled the tabernacle. und die Herrlichkeit Adonais erfüllte die Wohnung oder das Tabernakel. Let me hear you say Shekinah. Sag mal Shekinah. 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 That if you look at the Older Testament, Wenn man sich das ältere Testament anschaut, the Mishkan was built in the book of Exodus. da wurde das Mishkan, das Tabernakel, hier im 2. Mosebuch aufgebaut. The Hebrew is the word Mishkan. Auf Hebräisch heißt es Mishkan. The Latin is the word tabernacle, Auf Lateinisch ist es das Tabernakel. from tabernaculum, which means booth, Von dem Wort Tabernakulum, das heißt Hütte, from the Latin. kommt aus dem Lateinischen. But the Hebrew is Mishkan. Aber im Hebräischen ist es Mishkan. It goes by different names. Wird mit verschiedenen Worten bezeichnet. If you look at the temple of God, Wenn man sich den Tempel Gottes there's ansieht, different names in Hebrew. da finden wir ganz unterschiedliche Namen im Hebräischen. But this portable worship center was called the Mishkan. Aber dieses mobile Anbetungszentrum hieß Mishkan. And the word Mishkan Und das Wort Mishkan comes from the root shkan, hat die Wurzel Shkan. where you get the word Shekinah. Und da kommt auch Shechina her. And it comes from the word dwelling. Und das ist ein Wort für wohnen oder bleiben. And the way that the word is used in the Bible, Und so wie dieses Wort hier in der Bibel verwendet wird, if you go to the first breath of the Bible, wenn man den ersten Atemzug der Bibel ansieht, it says, Bereshit bara Elohim hashemayim v'haaretz. In the beginning, God created the heavens and the earth. da fängt es mit Bereshit an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. And then right after it says, V'ruach Elohim marchefet al pnei hamayim. The Spirit of God was hovering over the face of the waters. Und Veruach Elohim, der Geist Gottes, schwebte über den Wassern. Hovering like a bird. Er schwebte darüber wie so ein Vogel. The word Shekinah, Und das Wort Shechina, the way it's used in the Hebrew Bible, so wie es in der hebräischen Bibel verwendet it's wird, like a bird finding a nest and dwelling in a nest. ist wie ein Vogel, der ein Nest findet und dann sich niederlässt in diesem Nest. In fact, this is the language that's used in the Bible in the Psalms for the Shekinah. Und das ist auch die Sprache in der Bibel, in den Psalmen, die gebraucht wird, um die Shechina zu beschreiben. God is like a bird who dwells there. Gott ist wie ein Vogel, der dort bleibt und sich niederlässt. You know, this morning Barry and I woke up in the Kiesinger home. Und heute Morgen sind Barry und ich im Haus der Kiesingers aufgewacht. Now, here's what I told Barry. Also das ist es, was ich zu Barry gesagt habe. We're going to Tübingen. Wir gehen nach Tübingen. Yes, I like Job. He's Und a ja, nice ich man. mag Jobs, der ist ein sehr netter Mann. Yes, Toss is a wonderful ministry. Ja, Thorsten ist auch ein großartiger Dienst. Yes, but the truth is, Aber so wirklich, so ganz ehrlich, I keep coming back ich komme aus dem einen Grund immer because wieder I her, want to stay at the Kiesingers. weil ich einfach bei Kiesingers wohnen möchte. I'm telling you. Also ich sag's euch. But I can only stay there 3 days Aber ich kann es mir nur immer leisten, 3 Tage lang dort zu because I'd wohnen. get fat. Weil sonst würde ich total kugelig. Those people can cook, Also for die God's können sake. kochen, es ist der Hammer. I just cannot believe it. Also das kann ich einfach nicht fassen, okay? It is the God's honest truth. Also das ist wirklich Gottes ehrliche Wahrheit. You ought to get that couple to work for the United Nations. Also ihr solltet die mal für die Vereinten Nationen arbeiten Get lassen. all these angry leaders to their house for a couple days. Alle diese zornigen Leiter und Führer, die müssen einfach ein paar Tage bei ihnen zu Hause I'll tell you, bleiben. they're gonna solve all the world's Ich problems. sag's euch, es gibt Weltfrieden. Alle Probleme
Probleme dieser Welt werden gelöst. We have problems in North Korea. Wir haben Probleme mit Nordkorea. Okay, invite him to the Kiesinger Okay, wir laden home. sie einfach zu Kiesingers ein. We'll be changed, man. Und dann wird er ein veränderter Mann sein. The birds. Einfach schon die Vögel, ja? She gets this filet mignon Dann nimmt sie so ein schönes Filet Mignon and feeds it to the birds. und füttert die Vögel damit. You can have an animal run over on the road that's dead right next to the house. Und vielleicht gibt es irgendwo ein Tier, das auf der Straße überfahren wird, direkt neben dem Haus. The birds, who needs this junk? Oh, die Vögel sagen, nee, so einen Mist essen wir nicht. Let it sit there. Das darf da schön liegen bleiben. The ants, they gotta eat too. Die Ameisen, ja, die müssen ja auch von There's was a, leben. a bird's nest right over the Kiesinger Da home. drüben, bei Kiesing ist direkt auf dem Berg, da gibt es einen Horst. I know what that mother's telling her kids. Und ich weiß, was diese Bussarden-Mama da ihren She Kind just Kleinen sagt. points down there with the Sie wing. zeigt mit ihrem Flügel immer nur so da auf die Kiesinger Terrasse. Listen, kids, when you grow up, Und sagt, hört mal Kinder, wenn ihr groß seid, you don't have to go far. dann müsst ihr nicht weit fliegen. When Ursula opens the door Wenn Ursula die Terrassentür aufmacht and comes out, und rauskommt, that's all you need. das ist alles, was ihr braucht. True. It's true. It's true. Who's ever eaten Ursula's food? Wer hat schon mal bei Ursula gegessen? Look, am I lying? Lüge ich oder was? Am I exaggerating? Übertreibe ich vielleicht? It's just the truth. Es ist doch einfach wahr. We're told here in the text Also gut, zurück zu unserem Text. that God's cloud covered the tent. Da sehen wir also, dass die Wolke Gottes die Hütte bedeckte, die And the Wohnung. glory of the Lord came down. Und die Herrlichkeit des Herrn kam herab. And it's like a bird that comes down. Wie ein Vogel, der sich niederlässt. And when it comes down, it changes people Und and wenn die- circumstances. Wenn diese Herrlichkeit kommt, dann verändert sie Menschen, sie verändert Umstände. This is what happens with lives. Und das passiert mit Leben. That what happens is you are making your journey from the womb to the tomb. Du bist in deinem Leben unterwegs von der Geburt bis zum Grab You're making all the wrong choices. und du triffst alle möglichen falschen Entscheidungen. You're living in sin. Du lebst in Sünde, Your conscience condemns you. dein eigenes Gewissen verdammt dich. You're not going in the right direction. Du gehst überhaupt nicht in die richtige You're Richtung. not going with the right people. Und du lebst auch nicht mit den richtigen Leuten zusammen. And then the glory comes down Aber dann kommt die Herrlichkeit plötzlich. and interrupts your life. Und sie unterbricht dein ganzes Leben. Changes you on the inside. Sie verändert dich von innen heraus. Changes your trajectory in life. Sie verändert deinen ganzen Lebensweg. Where do we learn about that? Und wo hören wir da We davon? learn about it here, Genau hier, where God chose a person, Abraham. wo Gott einen Mann auswählte, He Abraham. caused the people to come forth from Abraham, Und er ließ ein ganzes Volk von Abraham and abstammen. he caused worship to emerge from within Abraham's people, Und dann ließ er aus dem Volk Abrahams Anbetung where there aufsteigen, was a house that was built, wo ein Haus, eine Wohnung gebaut and wurde, the glory came down. in der die Herrlichkeit sich niederlassen To konnte. them belonged the glory. Also, ihnen gehört die Herrlichkeit. If you'll look, please, in Romans chapter 9, Und wenn wir wieder zurückgehen zu Römer 9, it says, to the Israelites belong adoption, da sehen wir also, dass ihnen die Kindschaft gehört, glory, die Herrlichkeit and covenants. und der Bund oder die Bünde. What is a covenant? Also was ist so ein Bund? A covenant is an agreement. Ein Bund, das ist eine Übereinkunft. It's a contract Es ist wie ein Vertrag. that Barry and I entered into a covenant called marriage. Barry und ich haben so einen Bund geschlossen, den nennt man Ehe. It's a contract. Das ist ein Vertrag. It's a legal term. Das ist wie ein legaler Ausdruck aus der Gesetzeswelt. If you look at the Torah, Und wenn du dir die Torah anschaust, the Torah is like a contract. die Torah ist wie ein solcher Vertrag. And in fact, when you get to Mount Sinai, Und wenn wir dann beim Berg Sinai ankommen, you can see the contractual language here. da sehen wir, dass es eine völlig vertragliche Sprache ist. When the children of Israel receive the Torah. Als die Kinder Israel die Torah empfingen, Now let me ask you, has anyone here ever been to a Jewish wedding? also ich möchte mal fragen, ist hier irgendjemand schon mal bei einer jüdischen Hochzeit dabei gewesen? Raise your hand if you've been to Heb a mal Jewish deine wedding. Hand, wenn du schon mal bei einer jüdischen Hochzeit dabei warst. Okay. Okay.
Have you ever seen a Jewish wedding on TV? Hast du mal eine jüdische Hochzeit im Okay. Fernsehen gesehen? Okay. I want to talk to you about Jewish weddings. Also ich möchte dir ein bisschen was über jüdische Hochzeiten erzählen. Because Jewish weddings Weil jüdische Hochzeiten intentionally replicate Sinai sind ein sehr bewusstes Abbild von dem, was da am Berg Sinai and the passiert ist, giving of the law on Sinai. als das Gesetz auf dem Berg Sinai gegeben wurde. At a Jewish wedding, Bei einer jüdischen Hochzeit, Jews get married under what's called a chuppah. da heiraten Juden unter der Chuppah, ja? There's a canopy. Also es ist wie so ein Baldachin. Jews will either, if they're in a building, they'll get married under a chuppah. Also wenn sie in einem Gebäude drin sind, dann baut man das da drinnen auf, eine Chuppah. Or if you get married outside at night, the heavens are the good canopy. Und wenn man dann draußen heiratet, es ist abends, der Sternenhimmel ist dann auch so ein guter Baldachin. Jews traditionally get married under a canopy, Aber normalerweise heiraten Juden unter einem solchen Baldachin. and the groom goes in there and stands there, Und der Bräutigam ist der Erste, der geht da hinein und steht unter dem Baldachin. and the bride comes Und dann kommt die Braut and walks around him 7 und times. die läuft erstmal 7 Mal außen drumherum. Checks him out, Guckt ihn genau an, sees he's gained any weight, ob er vielleicht ein bisschen zugenommen hat oder or so. if he needs to lose some weight. Oder ein bisschen was abnehmen muss. 7 times she walks around, 7 Mal geht sie um ihn rum. and then she stops before she gets dizzy. Und dann bleibt sie stehen, bevor ihr schwindelig wird. She walks around him. Aber sie geht da drum rum. This is very intentional. Und das ist sehr, sehr bewusst. It harkens to Sinai. Weil das auch weist uns wieder auf den Sinai hin. If you look at Mount Sinai, there is this canopy of clouds above it. Weil wenn wir uns den Berg Sinai anschauen, da ist ein Baldachin von Wolken oben drüber. And the people of Israel are there at the base of this mountain, surrounding the mountain. Und das Volk Israel, die sind unten am Fuß des Berges und sie umgeben den Berg. God is likened to a groom. Und Gott wird da mit einem Bräutigam verglichen. And Israel in the Hebrew Bible is likened to a bride. Und Israel in der hebräischen Bibel wird mit der Braut verglichen. And Moses is like a middleman. Und Mose, der ist so ein bisschen der Mittelsmann. You know, he goes and talks the bride into marrying the groom. Der geht und der überredet die Braut, dass sie doch bitte den Bräutigam heiraten soll. It's a Komm, good komm, guy. komm, der ist gut, der ist ein guter Kerl. It'll be good for you. Es wird sehr gut sein für dich. You're not doing so good in Egypt besides. Außerdem in Ägypten, da geht es dir nicht so gut. You go with him, there's a better life on the other side of the Nile, believe me. Komm, geh mit dem mit, da auf der anderen Seite vom Nil, da ist dein Leben viel besser. You should come. Komm, geh mit. So what happens, he gets her to come, Also hat er sie endlich so weit, dass sie mitkommt shows off some miracles and und all. zeigt so ein paar Wunder und so. But then we get to the base of the mountain, Und dann kommen wir zum Fuß des Berges. and Moses comes down with the contract, Und dann kommt Mose mit einem Vertrag daher. 10 commandments. 10 Gebote. Hebrew, they're called the luchos, Dem nennt man die Luchos, tablets. die Comes down. Steintafeln. You know how when you have a wedding ceremony, the bride and the groom are there, Weißt du, wenn du eine Hochzeit hast, da sind die Braut und der Bräutigam. and the minister says, do you, groom, promise to do this and that and this and that and this and that? Und dann ist da der Pastor oder wer auch immer die Hochzeit macht und sagt, du Bräutigam, versprichst du das und das und das und das. And then to the other party, do you promise to do this and that and this and that? Und dann wendet er sich der Braut zu und sagt, versprichst du oder willst du das und das und das und das? Yes, we promise. Ja, wollen wir, versprechen wir. They enter into a contract. Und dann gehen sie einen Vertrag ein. Israel's under the chuppah, Israel ist auch unter der Chuppah. and Moshe Rabbeinu, like the rabbi who's officiating, comes down with the, do you promise to do this and that and this and that? Und dann kommt Moshe als Rabbi vom Berg herunter, hat die Steintafeln dabei und fragt sie, ja, versprichst du dies und dies und das zu tun? And Israel says, yes, we'll do it. Und Israel sagt, ja, machen wir. We're going to do it. Wir werden das alles tun. Okay, that's when God and Israel got married. Und das ist, als Gott sich mit Israel vermählt hat. This is where you get the whole idea of chosen people. Und da kommt diese ganze Idee dieses erwählten Volkes her. Listen, there's my beautiful wife, Barry. Wisst ihr, da ist meine wunderschöne Frau Barry. Okay, listen, she's not better than other women. Also sie ist nicht besser als andere There's Frauen. a lot of beautiful women in this room, inside and out. In diesem Raum gibt es viele wunderschöne Frauen, ja, innerlich schön und A äußerlich lot of schön. special women. Ganz viele, ganz besondere Frauen. But she's chosen people to me. Aber für mich ist sie meine erwählte Frau. The word chosen people doesn't mean she's better than anybody else. Also die Tatsache, dass sie erwählt ist, das erwählte Volk heißt nicht, dass sie besser ist als irgendwer. It's like Jews, chosen people, doesn't mean Jews are better. It's not master race. Also die Juden, das erwählte Volk heißt ja nicht, dass sie besser ist, keine Herrenrasse. It just means, you know, she's chosen. She's
We're in a relationship. Aber Barry ist erwählt für mich. Wir sind in einer Beziehung. There's something special happening between us. Da ist was Besonderes, was zwischen uns stattfindet. It comes at my own urging. Das bin ich hinterher gewesen, das wollte ich. I took the initiative. Ich habe die Initiative ergriffen And she agreed. und sie hat zugestimmt. Someone said, Jeff, how did you get a woman like that to marry you? Irgendjemand hat mich mal gefragt, Jeff, wie hast du eine Frau wie sie dazu breit gekriegt, das zu machen, dich zu heiraten? She's so beautiful inside Die ist so and schön, out. innerlich und äußerlich. What's your secret? Was ist dein Geheimnis? I said, I told her I was filthy rich. Und dann hab ich gesagt, naja, ich habe ihr weiß gemacht, ich wäre stinkend reich. That's not what I told her. Nein, das habe ich ihr nicht gesagt. If you look at the Hebrew Bible, Also, wenn man sich die hebräische Bibel anschaut, God enters into a relationship with the Hebrew people. da kommt Gott und er geht eine Beziehung ein mit dem hebräischen Volk. And God tells her, Und dann sagt Gott ihr, if you will follow me and be faithful, etc., wenn du mir nachfolgst, wenn du mir treu bist und so weiter, then I am going to do this and that for you. dann werde ich das und das und das für dich tun. It's marriage Das talk. ist wie eine Ehe, so redet man da. That's why later on, when Israel backslides, Und deswegen ist dann auch später, als Israel von Gott abfällt, God speaks of adultery, da spricht Gott von Ehebruch. uses the language of breaking like an adulterous wife. Er spricht so über Israel, wie man über eine ehebrecherische Frau sprechen würde. Well, moving along here, Und wenn wir da weitergehen, going back to Romans chapter 9, wieder zurück zu Römer 9, to the Israelites belong adoption, glory, and covenants, also den Israeliten gehören Kindschaft, Herrlichkeit und der Bund and the giving of the Torah, und das Gesetz, die Torah. the giving of the teaching. Also die Lehre, die da kommt. Biblical literature Biblische Schriften. came to and through Jews. Sie kamen zu und durch die Juden. Even the New Testament. Selbst das Neue Testament. The New Testament was written by Jews. Das Neue Testament wurde von Juden geschrieben. Jesus' name wasn't Jesus. Der Name Jesu war nicht Jesus. It was Yeshua. Er hieß Jeshua. I don't want to take away Christmas from Germans. Und ich möchte den Deutschen jetzt nicht ihr Weihnachten nehmen. No, Nein, no. das ist ganz schlecht. But he wasn't born in Bethlehem. Aber er wurde zumindest mal nicht in Bethlehem geboren, It's Bethlehem. sondern in Bethlehem. And his mother wasn't Mary, like the Virgin Mary. Und seine Mutter war nun mal nicht Maria, wie die Jungfrau Maria, Her name was Mariam. sondern sie hieß Mariam. They were all Jews. Das waren alles Juden. It took place in Israel. Hat in Israel stattgefunden. Now, if you look at the birth of Jesus in the Gospel of Matthew, Und wenn du dir die Geburt Jesu in Matthäus well, Evangelium first, there anschaust, was not a man named Matthew. also zum einen, der hieß nicht Matthäus, His name was Mattatyahu. sondern Mattityahu. John was not John. Johannes hieß nun mal nicht Johannes, It was Yochanan. sondern Johanan. We've changed the name. Wir haben sogar den Namen We've verändert. ditched the Jews. Wir haben die Juden einfach unter den Tisch fallen lassen. And that's okay. Und das ist okay. But if you want to rediscover the Jewish roots of Jesus, Aber wenn du die jüdischen Wurzeln Jesu wieder entdecken willst, you're in a cult. dann steckst du in der Sekte. To the Jews belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the Torah. Also den Juden, den Israeliten, gehören die Kindschaft, die Herrlichkeit, der Bund und das Gesetz. The temple service Der Gottesdienst im Tempel and the promises. und die Verheißungen. Chosen people. Ein erwähltes Volk. What do we make of all of that? Also was heißt uns das jetzt alles? What was Paul's relationship to those people? Was war die Beziehung, die Paulus zu diesem Volk hatte? If you look at the literature here in the 9th chapter, Paul loves Hebrews. Also wenn du dir die ganze Literatur hier anguckst, da liebt Paulus die Hebräer In einfach. verse 1 he says, I tell you the truth, guys, I'm not lying, I love them. Und da lesen wir hier in Vers 1, ich sag euch die Wahrheit, Leute, und ich lüge nicht, ich liebe sie. I know that not all of Israel has accepted Jesus. Ich weiß, dass noch nicht ganz Israel Jesus angenommen hat. And I know some give me a hard Und time, ich weiß, einige von ihnen machen auch mir ganz schön Schwierigkeiten. but I love them. Aber ich liebe sie trotzdem. If you look in chapter 10, Wenn man dann in Kapitel 10 schaut, verse 1, in Vers 1, brothers and sisters, liebe Brüder und Schwestern, my heart's desire and prayer to God for Israel is for their salvation. meines Herzens Wunsch, und ich flehe auch zu Gott für sie, für Israel, dass sie gerettet werden. And by the way, the word salvation Und dieses Wort Rettung hier
If you look at the Greek word for salvation, sozo, Wenn man sich das Griechische da dafür anguckt, so, it means to be healed, bedeutet es auch, geheilt zu werden, to be made whole, wieder ganz zu werden, to put back together again. zusammengefügt zu werden. It's like certain churches talk about going soul winning. Und manche Gemeinden sprechen davon, dass sie jetzt Seelen gewinnen gehen. We're going to go soul winning. Ja, wir gehen raus, Seelen gewinnen. We want to see Jesus save souls. Wir wollen sehen, dass Jesus Seelen rettet. Well, I have a problem with that. Da habe ich jetzt so mein Problem damit. It's not that Jesus does not save souls. I know that he saves souls. Es ist jetzt nicht, dass Jesus keine Seelen retten würde, ja, weil Jesus rettet wirklich Seelen. But the question isn't just how can we make sure that we have life after we die? Aber das, worum es doch eigentlich geht, ist nicht, wie stellen wir sicher, dass wir Leben nach dem Tod haben. We live in a world today where people are not asking whether there's life after death. Weil wir leben heute in einer Welt, wo die Leute nicht fragen, ob es nach dem Tod noch ein Leben gibt. People want to know if there's life before death. Sondern die Leute wollen wissen, ob es tatsächlich ein Leben vor dem Tod gibt. Is there anything in the gospel that contribute to solutions for my life? Gibt es da irgendwas im Evangelium, was heute Lösungen für die Probleme meines Lebens anbietet? When we hear about being saved, Wenn wir davon hören, dass es darum geht, gerettet zu it's werden, to be healed, das heißt, geheilt zu to be werden, made whole, wieder ganz, wiederhergestellt to zu be put werden, back together again. zusammengefügt zu werden. And Paul says, listen, I really want them to understand. Und Paulus sagt, ja, ich möchte wirklich, dass sie das In verstehen. verse 2, I testify that they have a zeal for God. Und in Vers 2 sagte, denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben. They have an enthusiasm. Sie sind sehr enthusiastisch, begeistert. The word enthusiasm comes from the Greek antheos, which means in God. Und das Wort Enthusiasmus kommt von dem griechischen entheos, also in Gott. But it's not based on knowledge. Aber das hat nichts mit Wissen oder Erkenntnis zu tun. They don't have the knowledge yet. Die Juden haben diese Erkenntnis noch And nicht. listen to me, this is not just a problem with Jews. Und hört mal gut zu, das ist nicht nur ein Problem der Juden. Greeks talk about knowledge, it's information, Die Griechen, die sprechen von Wissen, da geht es um Information, it's ideas. Ideen. It's going to university and learning facts. Man muss an die Uni gehen, um irgendwelche Tatsachen zu lernen. That's not the way Jews construe knowledge. Aber so haben die Juden Wissen nicht aufgebaut. What does it say in the Bible? Was lesen wir in der Bibel? It says Adam knew his wife Da steht, Adam erkannte seine Frau and she conceived und sie empfing and bore a child. und hatte ein Kind. The word knowledge in Hebrew, Also dieses Wort von erkennen, Erkenntnis im Hebräischen, it's the word Yodea. ist das Wort Jodäa. Let me hear you say Yodea. Sag mal Jodäa. Yodea. It's from the Hebrew Yod, Da ist das hebräische Jod drin. which means hand. Und das ist die Hand. You don't know something until you've experienced it. Also du kannst was nicht wissen oder kennen, bis du es nicht erlebt hast. And there are religious people that have head knowledge of Christianity, but no real knowledge. Und es gibt Leute, Christen, die haben vielleicht ganz viel Kopfwissen, aber sie haben keine handgreifliche Erfahrung, kein Erlebnis da damit. It's always a problem, but Paul says, but I love them. Und Paulus sagt, ja, das ist ein Problem, aber ich liebe sie trotzdem. But I love them. Ich liebe sie. If you look in chapter 11, verse 1, Und wenn man dann Kapitel 11, Vers 1 anschaut, has God rejected his people? so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? May it never be. Das sei ferne oder möge das nie geschehen. Has God rejected his people? Hat Gott sein Volk verstoßen? May it never be. Das sei ferne. God gave those people land promises Gott hat diesem Volk Verheißungen von Land gegeben. for the land of Israel. Das Land Israel. There's a history of God working with those people. Es gibt eine ganze Geschichte, wie Gott immer wieder mit diesem Volk zusammenarbeitet. And Paul, Und dann ist Paulus da. he says, has God rejected them? Er fragt, hat Gott sie verstoßen? He says, may it never Und be. er sagt, das sei ferne. When was the last time you heard that in a Christian church? Wann war das letzte Mal, dass du sowas in der christlichen Kirche you gehört hear it hast? all the time here. Naja gut, also hier hört es die ganze Zeit. You know, you look at Christian history. Aber schau dir mal die christliche Geschichte an. Jews are yesterday's news. Juden, die sind schon Nachrichten von gestern. Condemned, rejected. Die sind verurteilt, verdammt, abgelehnt.
And I'll tell you, one of the great advocates of that perspective Und ich sag euch, wer einer der großen Verfechter dieser was Perspektive a man ist. named Martin Luther, Nämlich ein Mann namens Martin Luther. who's understood to be an expert on Romans. Der angeblich ja ein Experte über den Römerbrief sein You sollte. can't hate Jews and be an expert on Romans. Aber du kannst nicht Juden hassen und gleichzeitig ein Experte im Römerbrief I don't sein. get that. Das verstehe ich einfach nicht. In fact, where was Paul when he wrote Romans? Also bitte, wo war Paulus denn, als er den Römerbrief schrieb? What's Paul doing when he writes this letter? Was macht Paulus, als er diesen Brief schreibt? I want you to go to the end of the letter, Bitte schlag mal mit mir das Ende des Römerbriefes and auf. I want to climb into this man's world Und ich möchte jetzt ein bisschen einsteigen in die Welt dieses Mannes. and see what he's all about. Und mal gucken, worum es ihm eigentlich geht. When Paul writes this letter, Als Paulus diesen Brief schrieb, he's in Corinth, da ist er in Korinth. and he is heading east. Und er ist auf dem Weg zurück in den Osten. He's going to Jerusalem, Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. and he writes the Romans a letter. Und dann schreibt er den Römern einen Brief. And by the way, this was the longest letter he ever wrote. Und Römer ist übrigens der längste Brief, den er je geschrieben hat. I'd love to have 8 hours with you to explore Romans. Also ich hätte mal gerne einfach 8 Stunden mit euch, nur um den Römerbrief zu studieren. Did you ever hear of a scholar named Mark Nanos? Habt ihr schon mal von Martin Nanos gehört? Mark Nanos wrote a book called The Mystery of Romans. Martin Nanos hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Geheimnis des Römerbriefes. It won the Jewish Book of the Year award. Und es hat einen Preis gewonnen als jüdisches Buch des Jahres. Mark Nanos is a Jewish scholar. Martin Nanos ist ein jüdischer Gelehrter He says, let me give you Romans. und sagt, ich möchte euch mal was über Römer erklären. I think Christianity has it all wrong. Ich glaube, die Christen haben da ziemlich was falsch verstanden. I don't think you really know this man. Ich glaube, ihr kennt diesen Mann gar nicht I don't wirklich. think you really know this letter. Ich glaube nicht, dass ihr den Brief wirklich verstanden habt. In 2012, Im Jahr 2012, Oxford University Press da hat die Oxford University Press published a new Bible. eine neue Bibel herausgebracht. The translation was the Revised Standard Version. Also die Übersetzung war die Revised Standard Version, so eine normal But gängige the Übersetzung. Bible is called the Annotated Jewish New Testament. Aber die Übersetzung an sich wurde noch mit dem Titel versehen, dies jüdische Neue Testament mit Anmerkungen. All the commentary was written by Jews. Und alle Kommentare sind von Juden geschrieben worden. Not even Jewish believers in Jesus. Noch nicht mal jüdische Gläubige an Jesus, Just Jews sondern einfach normale Juden. that want to say, let me tell you what this looks like from our perspective. So, dass sie sagen, also jetzt wollen wir euch mal sagen, wie das so aus unserer Perspektive aussieht. People that take the time to want to climb back in a first century world. Also Leute, die sich die Zeit nehmen wollen, wieder in die Welt des 1. Jahrhunderts To try zurückzukehren, and understand the biblical story in its own context. um zu versuchen, die biblische Geschichte in ihrem eigenen Kontext zu verstehen. I believe the Bible is the greatest story ever told. Ich glaube, dass die Bibel die großartigste Geschichte ist, die jemals irgendwo aufgeschrieben I wurde. think the Jewish perspective is the greatest story never told. Und ich glaube, dass die jüdische Perspektive der Bibel die großartigste Geschichte ist, die niemals aufgeschrieben wurde. And Mark Nanos is one of the contributors of that on Romans. Aber Martin Nanos ist einer derjenigen, der dazu beigetragen hat, diese Perspektive für den Römerbrief jedenfalls mal niederzuschreiben. Nanos raises the question, Und Nanos fragt das Folgende. where was Paul? What was he doing when he wrote this letter? Er fragt, wo war Paulus denn? Und was macht er, als er diesen Brief schrieb? If you look in chapter 15, verse 22, Und wenn man dann Kapitel 15, Vers 22 anschaut, let's just finish up here da wollen wir damit dann Schluss machen, the way Paul finishes up. so wie Paulus damit Schluss macht. Paul says, for this reason I was hindered from coming to you. Er schreibt hier in Vers 22, das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Paul had never been to the church at Rome. Paulus war noch nie in Rom oder in der Gemeinde in Rom gewesen. It was the only letter he ever wrote. He wasn't the founder of it. Das ist der einzige Brief an eine Gemeinde, den er geschrieben hat, die er nicht selber gegründet hat. In verse 23, but now with no place in these regions, and since I've had a desire for many years to come to you, I hope to see you while traveling through when I go to Spain. Dann schreibt er aber weiter, nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern, habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde. Look in verse 25. Und dann Vers 25. But now I am going to Jerusalem, Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem,
bringing aid to the Kedoshim, to the holy ones, to the saints. Um den Kedoshim, den Heiligen, zu dienen oder ihnen Hilfe zu bringen. For Macedonia and Achaia were pleased to make some contribution for the poor among the believers in Jerusalem. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Yes, they were pleased to do so. Ja, sie haben es willig getan, And they are under no obligation to them. wobei sie es gar nicht müssten. For if the Gentiles have shared in their spiritual blessings, Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil haben, they also ought to serve them in material blessings. ist es nur recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Now, let me paraphrase this. Also, wenn ich das jetzt mal in meinen eigenen Worten zusammenfasse. Paul is in Corinth, he's heading to Jerusalem. Paulus ist in Korinth, ist auf dem Weg nach Jerusalem. Corinth is there's the Peloponnesian Peninsula, southern Greece. Korinth ist eine Stadt auf dem Peloponnes, diese Halbinsel da unten im Süden It Griechenlands. was called Achaia back then. Das nannte man damals Achaia. He is getting ready to go east, Und er macht sich dran, in den Osten zu to the reisen, eastern end of the Mediterranean world, to Judea. an das östliche Ende der ganzen Mittelmeerregion nach Judäa. The Romans called the Mediterranean Mare Nostrum, our sea in Latin. Und die Römer haben auf Lateinisch das Mittelmeer ja Mare Nostrum, unser Meer genannt, They controlled the basin. weil sie das ganze Mittelmeerbecken kontrollierten. Paul's ready to go all the way to the east, Und Paulus macht sich drauf und dran, ganz in den Osten zu gehen. but he writes a letter to the Romans. Aber er schreibt seinen Brief an die Römer And he says, listen, I'm going to come your way eventually und sagt, hört mal zu, ich werde wieder mal in eure Richtung kommen. because I want to go to Spain, Schließlich will ich nach Spanien. the other edge of the Mediterranean world. Das ist das ganz andere Ende des Mittelmeerraums. He says, but I've got business in Und Jerusalem er sagt, right now. aber ich habe noch was zu tun in Can't Jerusalem. go right now. Ich kann jetzt gerade nicht kommen. I've been raising all kinds of money in all the churches I established Ich habe alle möglichen Fundraiser gemacht in allen Gemeinden, die ich gegründet habe, to take back and be a blessing to Israel. damit ich diesen Segen nach Israel bringen kann. You know, you read 2 Corinthians. Und dann liest du mal in 2. Korinther nach. Paul talks about the Lord loves a cheerful giver. Und da spricht Paulus darüber, ja, der Herr liebt einen fröhlichen Geber. If you sow sparingly, you'll reap sparingly. Und wenn du nur sparsam säst, wirst du nur sparsam ernten. If you give abundantly, you'll reap abundantly. Und wenn du überfließend gibst, dann wirst du auch überfließend ernten. God loves a cheerful giver. Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Who's ever heard that verse before? Wer hat den Vers schon mal gehört? Yes, when you have to take an offering. Ja, yes? jedes Mal, wenn man Opfer nimmt, ja? Yes. You know, when I take an offering, Also wenn ich ein Opfer nehme, I'll turn to that verse and say, God loves a cheerful giver. dann wende ich mich auch zu diesem Vers und sage, ja, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. But that's God. Aber so ist Gott. I'll take a giver even if you're not cheerful. Ich nehme Geld von allem, selbst wenn du nicht fröhlich dabei bist. I'll take a giver any way I can get it. Ich nehme Geld von allen, wo ich es kriegen kann. A dollar's a dollar. Ein Dollar ist ein Dollar. You know, when Paul writes the Corinthians Also als Paulus hier den Korinthern schrieb and he's trying to raise some money, und er versucht Geld zusammenzubringen, be a giver. sei ein Geber. It's not like he's trying to raise money to build a new church in Corinth. Ist ja nicht, dass er versucht, mit dem Geld nach eine neue Gemeinde in Korinth zu bauen. It's not that the youth group in Corinth needs a new van. Ist auch nicht die Jugendgruppe in Korinth, die jetzt einen neuen Bus braucht oder so. When Paul writes the Corinthians about giving, Sondern als Paulus da den Korinthern schreibt, he's übers Geben, raising money to take back to the Jews. da will er von ihnen Geld haben, das er den Juden bringen kann. Because he says, I've been raising money in Macedon in northern Greece. Weil er schreibt ihnen, ja, in Mazedonien, in Nordgriechenland, da habe ich schon ganz viel Geld I've been zusammengebracht. raising money in Achaia in southern Greece. Achaia, Südgriechenland, auch da habe ich schon viel Geld zusammengebracht. And when I go to Jerusalem, Und wenn ich nach Jerusalem gehe, that I want to make sure they receive a gift dann möchte ich sicherstellen, dass sie diese Gabe, ein Geschenk from bekommen. all the communities that I've established. Von allen Gemeinden, die ich gegründet habe. So those people know that we love them. Damit diese Leute wissen, dass wir sie lieben. So those people know that we're standing with them. Damit sie wissen, dass wir mit ihnen zusammenstehen. That we've benefited from their story. Wir haben einen Nutzen gehabt von ihrer Geschichte. And we want to give back. Und deswegen wollen wir zurückgeben. Who preaches like that Wer today? predigt bitte heute sowas? Where do you hear that Wo story hörst du so today? eine Geschichte heute? That's non-existent. Das gibt es einfach nicht. You can go, there's St. Paul Lutheran Da Church, gehst du in die St. Paulus evangelische Kirche, St. Paul
Paul Methodist Church? in die St. Paulus methodistische St. Kirche, Paul this or that? St. Paulus dieser oder jener. I say they don't really know Paul. Ich sag euch, die kennen Paulus gar nicht wirklich. And the Lutheran Church can say how Paul helped us to see, how Luther helped us to see Romans. Und die evangelische Kirche kann 5-mal behaupten, dass Martin Luther uns geholfen hätte, die Gnade und überhaupt zu erkennen. I don't think Luther really understood Romans. Ich glaube, dass Luther den Römerbrief nicht And you wirklich know why verstanden he hat. didn't understand Romans? Und weißt du, warum er den Römerbrief nicht verstanden Because hat? he wasn't here today. Weil er da nicht heute war. I wish he got this email from Jobst. Ich wünschte, ich hätte dieses E-Mail von Jobst See, he was born too early. That was his problem. schon damals gekriegt, weil Luther war einfach zu früh geboren. Das war sein Problem. Nobody's perfect. Niemand ist vollkommen. See, Jobst said, Weil Jobst sagt, your ministry in Tübingen was within Bible study days dein Dienst in Tübingen ist im Rahmen der on the Bibelstudien-Tage topic Israel is chosen. mit dem Thema Israel ist erwählt. So shine a flashlight on the darkness. Also komm, leuchte mal mit deiner Taschenlampe da im Dunkeln rum. You know, open up the Bible. Öffne die Bibel auf. Do whatever you want. Mach was auch immer du willst. Something about Israel. Sag irgendwas über Israel. Something about chosen. Irgendwas über erwählt. So I did that. Habe ich gemacht. Yes, I wanted to insult Martin Luther. Ja, ich wollte Martin Luther beleidigen. But you've heard nothing yet. Aber du hast noch gar nichts You've heard gehört. nothing yet. Ihr habt noch nicht mal angefangen, was zu hören. You don't want to be here Sunday. Am Sonntag, da willst du lieber nicht hier sein. I'm going to be as nice as I know to be. Also ich werde ja so nett sein, wie ich nur kann. But any man who says of Jews, Aber jeder, der von Juden sagt, they should be slaves of slaves. dass sie die Sklaven aller Sklaven sein The sollten. rabbis should be forbidden to teach on pain of loss of limb or life. Und dass den Rabbinern verboten werden muss, zu lehren unter der Todesstrafe oder dass sie irgendein Körperglied verlieren. Their synagogues should be burned to the ground. Ihre Synagogen sollten zu Boden gebrannt werden. Anybody who writes like that, Irgendwer und alle, die sowas schreiben. well, I've got to come to Germany and just give my 2 cents. Naja, da muss ich halt nach Deutschland kommen und meine 2 Cent Gedanken dafür geben. Luther would have been so much better if he was sitting here today. Also Luther hätte es so viel besser gemacht, wenn er heute hier gesessen Yes, he wäre. could have learned Romans. Er hätte was über Römer lernen können. He could have learned. Man muss lernen. He could have learned that Paul Er hätte lernen können, zum Beispiel, dass used to Paulus go to church in Tübingen. in Tübingen in die Kirche Yes, gegangen and ist. Paul learned all about loving the Jews. Ja, und Paulus hat alles darüber gelernt, was es heißt, die Juden zu lieben. Can't be a hater. Can't be a hater. Dass du nicht hassen kannst, You gotta love people. dass du Menschen lieben musst. Yes, Luther would have learned that. Ja, Luther hätte das gelernt, wenn er hierher He gekommen would have wäre. learned Paul in Romans. Er hätte Paulus im Römerbrief He would have kennengelernt. learned that to be a Christian, Er hätte gelernt, was es heißt, ein Christ zu you don't sein. have to hate people. Um ein Christ zu sein, musst du keine Menschen You gotta hassen. love them. Du musst sie lieben. Yeah, Jewish people didn't understand Jesus. Ja, die Juden haben Jesus nicht verstanden. Doesn't mean they're really horrible, just means they don't understand Jesus. Heißt nicht, dass sie wirklich scheußlich sind, heißt nur, dass sie Jesus nicht Some verstanden haben. may, Und vielleicht einige vielleicht doch, some may not. andere vielleicht But we nicht. can't be about hating people in the world. Aber wir dürfen Menschen in der Welt nicht mehr hassen. We got to be about loving people in the world. Wir müssen uns darum kümmern, Menschen in der Welt zu And lieben. Paul wanted Christians to love Jews with his rhetoric he taught, Und Paulus wollte, dass die Christen die Juden lieben, mit allem, wie er seine Worte gebraucht and hat. he demonstrated it with what he did with money. Und er hat es dadurch erwiesen, was er mit Geld gemacht hat. Thank you for giving me the opportunity to share for an hour this morning. Vielen Dank, dass ich diese Stunde hier heute Morgen hatte, um euch das zu erzählen. And I hope you have an appreciation for Paul in Romans that you didn't understand before. Und ich hoffe, dass ihr was über Paulus und den Römerbrief gelernt habt, was ihr vorher nicht wusstet. God bless you. Thank Gott you very segne much. euch. Vielen Dank. Thank you.